Moin, der Hans aus der Baumeisterberge. Ja, unsere Werkstatt sieht aus wie Kraut und Rüben. Zwischen den Feiertagen hat hier natürlich kein Mensch aufgeräumt. Hinter mir seht ihr, da steht der Kamin, der noch angebracht werden muss. Da stapeln sich die Stuhlelemente, die noch gemacht werden müssen. Die Sitze sind beim Polsterer. Die Badezimmertür wird hier noch geschliffen und hinten auf dem Arbeitstisch liegen die ganzen Zierleisten. Die wollen alle noch zurechtgeschnitten werden und montiert werden. Nichtsdestotrotz, das eigentliche Haus, wenn man mal von der ganzen Innenausstattung und den nächsten anderthalb oder naja, vielleicht wahrscheinlich auch 2 Monaten absieht, ist soweit fertig. Und da gehen wir jetzt mal hin und ich zeige euch das. Jetzt sind wir hier natürlich bei absolut geilem Winterschmuddelwetter. Es hat die ganze Nacht geregnet wie doof. Naja, egal. Wetter können wir nicht. Wir können Baumhäuser bauen, aber das Wetter nicht machen. Hier nochmal die Außenfassade mit den symmetrisch angebrachten Fenstern. Ich denke mal, das ist okay und clean. Schwarze Fensterrahmen hatten wir auch schon am anderen Haus realisiert. Und ja, hier außen an der linken Wand kommt dann später noch der Schornstein, der hier noch eben in der Werkstatt zu sehen war. Und dann können wir auch dieses Haus mit Holz beheizen und es da mollig warm drin machen. Die Leitern da hinten, die kommen noch weg. Allerdings werde ich die hier auf der Rückseite des Hauses befestigen, weil das im Grunde genommen auch die Notleitern sind, falls hier mal was passiert, dass man die Kunden da über eine Leiter runterholen kann. Wie gesagt, ist halt nicht privat, sondern wir nutzen die ja hier, um sie zu vermieten. Ja, jetzt stehen wir hier unterm Baumhaus und ihr könnt hier sehen, dass wir die Spannwerke ineinander, ich sage da immer so Double Crisscross zu, geflochten haben. Das hieß natürlich auch, dass das kleinere Spannwerk hier oben tatsächlich montiert wurde, also komplett zusammengebaut worden ist. Wir arbeiten ohne Gerüst und ohne Kräne. Wir machen alles in Seiltechnik. Ja, warum macht das keiner? Weil das mörderschwierig war. Wir haben uns echt einen abgebrochen, aber ich denke mal, die Optik hat natürlich echt was für sich. Ne? Das sieht schon ziemlich geil aus. Also ich feiere das Ding einfach jeden Tag, wenn ich sehe. Und es steht halt hier direkt bei mir vom Wohnzimmerfenster. Die Mühe hat sich allemal gelohnt. Die Plattform ist auch etwas ungewöhnlich gearbeitet. Wir haben die Abstände zum Baum so gehalten, dass mich das Baumwachstum im Grunde genommen nicht mehr tangiert. Ich bin jetzt 58. Wenn in 20 Jahren die Eiche hier an die Balken rankommt, soll mir das egal sein. Deswegen handelt es sich hier bei der Plattform nicht um eine klassische Plattform, die auf den Tragwerken gelagert ist, sondern die Plattform und Tragwerk ist eins. Ihr seht die großen Spannwerke, die also bis hier unten reichen, tragen hier den Hauptteil des Gewichts. Und die kleinen Spannwerke liegen auf dem großen und nehmen eigentlich, sollen vor allen Dingen die Windkräfte, die hier auftreten, die bevorzugte Windrichtung kommt von da, das ist Südosten, abfangen. Und damit halt auch zu den nicht abgefangenen 4 Seiten die Steifigkeit entsteht, haben wir halt das gesamte Podest sehr groß dimensioniert von der Balkenlage her und einen sehr fetten Balkenrahmen quasi als Ringanker einmal hier drum gemacht. Und der ist auch überall, ich versuche das mal, und der ist überall in den Ecken mit großen, ja das ist zu, ja doch, man kann das sehen, mit großen Blades halt verschraubt. Ursprünglich war es geplant, dass das Baumhaus über das daneben liegende Treppenhaus unseres ersten Baumes zu begehen ist. Das heißt, dass eine Hängebrücke von hier drüben rüberführt und dann zum Eingang hier des Baumhauses kommt.
Aufgrund der Größe der Unterkonstruktion mussten wir das Baumhaus aber höher bauen als geplant. Das hätte sonst einfach von der Dimensionierung her nicht ausgesehen. Also die großen Spannwerke, wenn die jetzt hier unten gleich hier am Fuß des Baumes angebracht werden würden, dann ja, das hätte nicht ausgesehen. Also mussten wir das Haus höher machen. Wir brauchten dann natürlich eine neue Lösung fürs Treppenhaus. Und Treppenhäuser sind jetzt, naja, ne? Sie sind halt notwendig. In der Regel sind sie nicht so schön. Das Geld für große, geschwungene Wendelholztreppen haben wir nicht. Wir müssen halt sehr, sehr aufs Geld hier achten. Und das Baumhaus liegt halt hier hinter uns ist der Haupteingang. Hier vorne ist unsere Küche, wo die Leute auch frühstücken. Hier ist der Barbecue-Bereich und unsere Werkstatt. Das ist halt hier direkt im Durchgang zum Garten. Dann war natürlich die Frage, wie können wir jetzt hier ein so großes Treppenhaus installieren, ohne dass das Ding einen erschlägt. Ja, und wir haben dann folgende Lösung gefunden. Direkt neben unserer Werkstatt bzw. an die Werkstatt angeflanscht ist ja so ein kleiner Geräteschuppen. Und bei dem haben wir jetzt das Dach zur Hälfte umgebaut zu einem Flachdach, das auch begrünt ist, und haben uns dazu entschließen, das Treppenhaus am Haus entlang nach oben zu führen. Vom Stil her genauso wie bei unserem ersten Baumhaus. Das heißt, die Treppenwangen sind aus Eichenbohlen, die wir selbst mit der Kettensäge schneiden. Die Handläufe, genau wie drüben, das sind Baubohlen, die einfach nur mit der Flex und mit Farbe bearbeitet worden sind. Und ja, zur Verminderung der Rutschgefahr und einfach weil es sicherer ist und das Ding ja hier schließlich kommerziell benutzt wird, haben wir halt Metalltreppen genommen. Hier geht's hoch. Ja, nach dem ersten Absatz kommt man hier auf dem Dach, da ist dann eine kleine Zwischenebene. Wie gesagt, das Ding haben wir begrünt. Dann geht das hier hoch. Insgesamt sind es 30 Stufen, die man hier erklimmen muss. Die kann man auch ohne sich festzuhalten erklimmen, weil wir haben darauf geachtet, dass man hier wirklich vernünftiges Trittmaß hat. Später wird es so sein, dass man von hier über einen Metallsteg rüber zu den 3 Eichen kommt. Und ihr seht, da hängt schon das erste Spannwerk und ein Fake-Teil, ein Platzhalter aus Dachlatten. Denn da kommt dann Haus Nummer 3 in 2023 hin. Okay, gehen wir weiter hoch. Wir wollen das Baumhaus. Wenn man jetzt hier hochkommt, dann haben wir auf der Rückseite oder der Vorderseite, das kann man jetzt sehen, wie man möchte vom Haus, eine Loggia, also eine überdachte Terrasse. Ich dachte mir, eine überdachte Terrasse ist im Grunde genommen praktischer als eine freie Terrasse. Denn im Sommer, man sitzt sowieso im Schatten im Baumhaus, klar, ne, wegen dem Laubdach. Aber du kannst halt auf der Terrasse bei Regen nicht wirklich sitzen. Und das ist ja hier natürlich dann halt mit einer überdachten Terrasse gegeben. Die ist groß genug, dass man hier mit 2 Mann und auch einen kleinen Tischchen noch hinstellen kann, ohne dass man jetzt hier überall durchstolpert. Und das 9. Fenster, also sprich das, was hier zur Terrasse hin scheint, das ja, sollte ein Highlight werden, ist es glaube ich auch geworden. Die Idee ist nicht von mir, ich sage das ganz klar, das Ding ist geklaut, aber besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ich habe so ein Fenster, ein rundes Fenster mit einem Baum, also einer Baumapplikation aus Holz, mal bei Instagram gesehen. Ich habe leider nicht rausbekommen, von wem das ist, aber ich habe mir dann einfach erlaubt, das Ding zu kopieren. Und ich sage auch, das ist kopiert, aber ich finde, das sieht nett aus. So, das ist der Eingang selbst. Erfolgt hier über eine alte Doppeltür, verglast, mit einem schönen Beschlag. Und das Schöne ist, dass die Tür komplett zu öffnen ist. Ja, die Fassade selbst, das sind Schindeln, Lärchenschindeln, die wir hier vernagelt haben. Die Ecken des Hauses sind ebenfalls mit Lärche verkleidet. Und genauso alle Fensterbänke. Wir haben einen relativ großen Dachüberstand von 60 cm und
Das macht aber auch Sinn. Ich denke mal, wenn die Fassade trocken bleibt, dann der hält einfach länger. Ne? Ja. Ja, die Doppelflügeltür kann man komplett umklappen, so dass man hier natürlich im Sommer nochmal ein ganz, ja, so ein gewisses doch draußen Wohngefühl bekommt, obwohl man in der Wohnung ist. Ich denke mal, das ist ganz cool. Und ja, ein kurzer Blick hier in die Baustelle. Ich hoffe, ihr bewertet das Baumhaus und nicht die Innenausstattung. Das hier wäre das Schlafzimmer. Also das Kopfende des Bettes ist hier unter diesem querliegenden Fenster. Es ist ein doppelverglast natürlich. Dann haben wir doppelverglaste, also Halbrundfenster eingebaut. Insgesamt 6 Stück. Die sind alle gebraucht, aber die funktionieren alle noch super. Die Dichtungen sind gut und das sind, die kann man auf Kipp, also die kann man öffnen und auf Kipp stellen. Das ist natürlich praktisch. Ja, hier das Badezimmer in der Mache mit einer Composite-Trenntoilette. Da kommt das Waschbecken hin. Und dann kommt halt die alte Küchentür, kommt hier als Rollsystem auf die Wand. Ja, alle Wände sind verkleidet mit Eukalyptusholz in 3,6 mm Dicke, beziehungsweise, naja, dick ist das ja dann nicht. Das reicht man natürlich von der Stabilität, das ist relativ leicht. Dahinter ist eine 60er Kerndämmung, das ist Steinwolle als Dämmung drin und dann ist dann halt eine Dampfsperre eingebaut, davor dann halt die Holzverkleidung und das Ganze wird dann halt auch, wenn wir fertig sind, geölt. Da das große Platten waren, haben wir so gut wie keine Nähte. Insgesamt müssen wir 4 Nähte kaschieren. Das ist okay. Im anderen Haus haben wir ja sehr, sehr viele Nähte, weil das kleinerformatige Platten waren, die wir da verarbeitet haben. Aber hier haben wir große Holzflächen. Und hier in der Ecke einmal, das werden wir auch mit der Küche kaschieren, halt dann eine Naht. Ja, also da hinten das Schlafzimmer. Der Übergang zum Badezimmer. Hier die Ecke wird eine kleine Einbauküche oder halt ein kleines Regal, wo man halt einen Kaffee kochen kann und einen Toast machen kann. Hier kommt ein Esszimmertisch hin mit 2 Stühlen. Und da, wo jetzt noch die Wand fehlt, beziehungsweise die steht ja schon davor, da kommt der Kamin, den ich euch eben gezeigt habe, der noch in der Scheune steht. Da kommt halt auch ein Gondolino-Speicherofen rein. Ja, den seht ihr hier, der steht noch halt, wie gesagt, in der Scheune. Und der wird halt montiert, sobald der Fußboden gelegt ist. Ne? Die ganze Bude kriegt ja noch einen handgeölten Eichenparkett-Fußboden. Und davor werden 2 schwedische so Swing-Sessel mit Fußhockern gestellt. Wir hatten zuerst überlegt, da hinten in die Ecke ein Sofa zu stellen, aber ich denke mal, hier 2 separate, sehr, sehr bequeme große Sessel am Feuer ist auch ganz schön. Ja, auch hier wieder das Holzfenster, diesmal von innen. Wir haben halt 2 Holzschablonen ausgeschnitten und die halt gegeneinander geklebt. Ja, die Eiche geht quer durchs Haus und wie ihr seht, es ist am Regnen wie doof. Die ist natürlich auch klitschnass. Ich habe eine Dreifachabdichtung nach oben gemacht. Die funktioniert. Also es läuft hier nicht rein, aber es läuft natürlich an der Eiche entlang nach unten. Unten im Bodenbereich werden wir das so machen wie auch im anderen Baumhaus. Da kommt so eine, im Grunde genommen so ein Blumenkasten rum, sodass das Wasser da die Bepflanzung des Hauses bewässert. Habt ihr ja schon gesehen, das haben wir hier so gelöst. Ich denke mal, das ist recht gelungen. Wir haben hier eine Deckenhöhe am Rand von 2,12 Meter und in der Mitte von 2,45 Meter. Das heißt, das Dach ist also nicht wirklich steil, sondern eher flach. Aber wir sind hier in Norddeutschland mit sowas wie Schnee, haben wir hier nichts am Hut. Gehalten wird diese Deckenkonstruktion, da die sich natürlich nicht selbst hält, weil sie viel zu flach ist, zum einen hier von der aufgestellten Wand fürs Badezimmer und hinten von der Wand der Loggia.
und in Ost-West-Richtung durch zwei Garnierschrauben und Dynamikhalterung aus eurem Hause. Wie ihr wahrscheinlich jetzt merken werdet, ist die ein bisschen lang, ne? Und tatsächlich habe ich mir für die angebrachten Gewinde Verlängerungen gebaut. Und ihr seht, die sind auch nicht gegengekontert, weil der Dachstuhl, der kann ja hier nicht runterrutschen. Der soll da einfach nur aufliegen und wenn der Baum wackelt, da das halt doch fast 2,5 Meter bis zur darunterliegenden Schraube im Boden ist, ist das Ding halt dynamisch aufgehangen, sodass da nichts passieren kann. Die waren mir einfach zu kurz. Die Schraube endete halt direkt unter der Dynamikauflage und das musste geändert werden. Deswegen habe ich da die Verlängerung gedreht und die da drauf gemacht. So. Ja, die Decke selbst, die wird weiter sichtbar sein. Wir werden die einzelnen Fächer, die jetzt hier zu sehen sind, also alles wird halt nochmal isoliert. Da kommt dann auch wieder hier die gelbe Dampffolie rein und dann bringen wir einen Rahmen in jedes dieser Gefache und der Rahmen wird mit einem Filzstoff bespannt und dann reingelassen, so dass man alle 32 Balken noch sieht und dazwischen ist dann halt so ein Filzstoff und das Ganze sieht dann sehr aus wie das Dach einer Juchte. Und ja, und ich denke mal, das wird recht hübsch. Der Raum ist riesig. Ja? 32 Quadratmeter in einem Raum. Also hier kann man schon ordentlich rumtanzen. Das Ding ist wirklich ist ein Monster. Aber wie ihr seht, halt auch noch wahnsinnig viel Arbeit. Ja, alle Kanten werden im Haus hier mit so einer Kordel kaschiert. Ja, sieht fancy aus, passt zu einem Baumhaus. Ja, und man muss halt dann auch nicht in den Ecken so super akkurat arbeiten. Ja, wie ihr hier sehen könnt, haben wir die Kopfbänder diesmal nicht in den Trägerbalken eingelassen, sondern nur drunter gesetzt und Eichenknacken davor gesetzt. Ja, das vor dem Hintergrund, das Spannwerk ist 7 Meter lang. Und wem muss ich das erzählen? Euch mit Sicherheit nicht. Ne? Holz setzt sich, arbeitet und hast du nicht gesehen. Du hast da 1000-mal die Wasserwaage dran gehalten und irgendwann sind die Möbel drin, dann ist das Haus schräg. Das wollten wir nicht. Und am Ende des Tages besteht halt hier immer noch die Möglichkeit, hier ein paar Hilfsbalken anzubringen, Spanngurte drum zu hängen und die Spannwerke, ich sag mal, wenn es notwendig ist, nochmal aneinander oder auch wegzuziehen. Wenn man es höher bekommen möchte, würde ich hingehen und die Knacke auch gar nicht lösen, sondern einfach dann zwischen Kopfband und Knacke ein Füllholz anbringen und ansonsten muss man halt wirklich hingehen und die Knacke versetzen nach außen. Dadurch können wir hier auf jeden Fall noch ein paar Zentimeter variieren, wenn es sein muss, aber ich glaube nicht, ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Also bisher steht das Haus komplett in der Waage, ist alles super. Ja, ich hoffe, dass euch der kleine Rundgang gefallen hat. Und wir halt trotzdem, dass der Innenausbau halt in keinster Weise irgendwie fertig ist, ja, bei euch mit dem Bau dieses Hauses so Wohlwollen finden und vielleicht wieder einen Preis kriegen. Das wäre natürlich nicht nur extrem cool, sondern wird uns natürlich auch bei unseren Kunden auf jeden Fall weiterbringen. Ich fand dieses Jahr auf jeden Fall trotz Herzinfarkt ziemlich geil. Das war eine große Experience, dieses Haus zu bauen, beziehungsweise jetzt den Innenausbau noch zu machen. Das steht ja noch an. Dann kommt das nächste Baumhaus. Ich habe noch 2 vor mir. Wir haben ja jetzt im ersten Baumhaus halt eine 2-Baum-Konstruktion. Diesmal hier das Solitär. Das nächste hat eine 3 Eichen als Fundament.
Und ja, das letzte Projekt ist dann mit 4 Eichen. Also von daher scheint mir so als Baumhausbauer wirklich die Sonne aus dem Allerwertesten, dass wir halt eine Baumkonstellation hier auf dem Grundstück haben, die uns halt da wirklich alle Möglichkeiten bietet. Und naja, und nach dem 4. Haus wird ja wahrscheinlich dann auch Schluss für mich sein. Wir sehen, naja, also wir wollen von der Vermietung leben und nicht davon, dass wir als ja, ungelernte Schreiner und Zimmermannshilfskräfte Baumhäuser bauen und anbieten. Wir bauen die hier, weil wir Baumhäuser lieben und weil wir das halt unsere Liebe zu Baumhäusern auch mit anderen Kunden teilen wollen. Und ja, und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und ja, bewertet das gut. Ja, sonst komme ich vorbei. Ja, und dann gibt es Schimpfe. Nein. Macht's gut. Ciao.